Ja, liebe Freunde, ist das nicht gewaltig? Schaut euch das mal an. Transke 2022 auf dem Ostseeblick Camp. Ostseeblick, liebe Wohnmobilfreunde, wir sind weitergezogen. Wir sind in Transke, Caravan Ostseeblick. Hier haben wir die Rezeption und den Platz werden wir euch mal ganz kurz zeigen, wo wir jetzt stehen. Ein ganz netter Platz. Zum Platz und natürlich geradeaus die Ostsee und den Platz nach rechts. Wie wir sehen können, ist er erlaubt für Gespanne, Wohnwagen mit Vorzelt und natürlich für Wohnmobile. Ist ein Wohnmobilstellplatz offiziell, Campingplatz, ähnliche Verhältnisse. Hier zur Ostsee, zum Sandstrand haben wir ca. 20 Meter. Hier haben wir die Toilettenhäuschen und die Duschen für Männlein, Weiblein getrennt. Dann haben wir hier mit in Ausguss WC. Wir haben hier Abwaschmöglichkeiten für Geschirr, wie wir sehen. Jetzt gehen wir mal rum. Hier geradeaus haben wir einen Platz. Und dann haben wir natürlich auch Grauwasserentsorgung und Frischwasserentsorgung. Da wir ja jetzt nicht richtig rankommen, haben wir hier nochmal einen Einlass separat, den wir mit rüberziehen können. Das macht natürlich Sinn. Und ein extra Schlauch für die Frischwasserbetankung. So, wir stehen so auf dem Platz. Die Parzellen sind recht groß. Da haben wir Viola sitzen in der Sonne und mit Blick direkt auf die Ostsee. Direkt einen Zugang zum Strand und haben dann hier den Sandstrand quasi vor der Wohnmobiltür. Hier stehen wir. So schaut es dann aus. Und natürlich sehr offen gehalten, aber mit Schildern, dass es kein öffentlicher Durchgang ist, finde ich okay. Und man hat dann hier zwischen den Hecken immer wieder den Durchgang.
Sie heute Sassnitz anschauen. Und da sind wir mit dem Wohnmobil reingefahren. Da gibt es ja auch einige Plätze. Die kennen wir noch von früher, unten im Hafen und so weiter. Folgendermaßen, wir empfehlen mit dem Wohnmobil nicht nach Sassnitz zu fahren. Kriegst keinen Parkplatz. Kriegst keinen Parkplatz. Aussichtslos. Aussichtslos, also über 6 Meter Länge haben die alles wegrationalisiert. Sämtliche Parkplätze in Sassnitz, die wir jetzt hier haben, im Zentrum, oberhalb, auch vom Bahnhof und bei den Supermärkten, ist ausschließlich für Pkw. Ist extra ausgeschildert für Pkw. Teilweise sind sie so gebaut, dass man mit dem Wohnmobil, also mit unserer Länge über 6 Meter, gar nicht erst reinkommt. Ne, also sehr wohnmobilunfreundlich das Sassnitz, das empfehlen wir auch nicht mehr. Wir werden auch mal den Film hier mit verlinken, den wir hier mal gemacht haben vor 3 Jahren von dem Stellplatz. Den haben sie auch weitestgehend eingeschränkt bzw. wegrationalisiert, wo der schöne Imbiss war mit dem Fisch. Der Stellplatz hier ist gut, der musste rumkommen, musste es rumsagen. Nein, ich konnte jetzt nicht rum. Nee. Also der Stellplatz hier in Transke, der ist sehr gut. Man steht ruhig, steht natürlich direkt an der Ostsee und bekommt natürlich die Meeresbrise oder die Ostseebrise hier mit voll ab. Morgen geht es weiter in Richtung Süden von Rügen bzw. Richtung Südwesten. Wir schauen mal weiter und wir melden uns bis dahin. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Guten Morgen, liebe Wohnmobilfreunde. Wir haben wieder umgesetzt. Wir stehen jetzt etwas südlicher in Klove auf einem wunderschönen Stellplatz im Yachthafen. Den können wir euch mal zeigen, der ist relativ neu. Wir haben hier rechts und links vom Stellplatz ca. 50 Meter den Sandstrand. Das ist jetzt der Weg vom Strand von der einen Seite zum Stellplatz von hinten. Hier haben wir den Stellplatz. Hier steht jetzt einer mit einem Wohnanhänger. Das ist aber nicht erlaubt. Das steht hier vorne dran. Genau neben dem Stellplatz bekommt ihr auch frischen Fisch zu kaufen. Ca. 100 Meter vom Stellplatz entfernt. Chantal hat auch was Neues. Das zeichnet die Freude aus, wenn du jemanden siehst, freust du dich. Und dann wackelst du mit den Ohren. Ja. Zeig.
Stellplatz. Hier geht unheimlich viel Wind. Hier, das ist der Stellplatz, wo wir stehen. So schaut das Ganze aus. Hier hinten haben wir Strand. Hier haben wir Strand. Und hier nebenan haben wir auch nochmal Strand. Ringsum. Der Aussichtsturm hier ist an der Fischgaststätte. Und hier haben wir natürlich die Bucht in Klove mit der Hafeneinfahrt. So, haben wir euch einmal gezeigt. Wir gehen jetzt mal wieder runter. Hier haben wir die Fischgaststätte und den Fischkutter stehen, wo wir frischen Fisch bekommen. Ja, Frischer Fisch. oh, da gibt es ja so Haben wir hier. Rechter, ne? Ja, Der Fischer frisch, keine Ahnung, wie es weitergeht. Auf jeden Fall irgendwie so. genau. So, hier haben wir das Sanitärgebäude vom Hafen, was vom Wohnmobilstellplatz auch mit genutzt werden kann. Die Einfahrt geradeaus. Mama zum Strand. Am Platz haben wir jetzt hier noch Grauwasserentsorgung, das ist im Preis mit inklusive Schwarzwasser, Toilettenentsorgung. Haben wir hier mit am Platz. Dann haben wir hier Toiletten und Duschen, Bäder. Die können mit genutzt werden. Hier am Platz. Und Frischwasser haben wir hier drüben. Das zeigen wir euch noch. Also im Preis enthalten die Schwarzwasserentsorgung und die Grauwasserentsorgung. Dann haben wir hier Diesel und Benzin für die Yachten. Und dann haben wir hier einen langen Schlauch für Frischwasser, Trinkwasserversorgung. So, das ist alles im Platzpreis mit enthalten. Von den 20 €, was der Platz hier kostet für 24 Stunden, inklusive Strom. Das zeigt man euch noch mal. Hier haben wir die Preise, was der Stellplatz kostet, 24 Stunden inklusive Strom für Wohnmobile per EC-Karte, Kreditkarte, bargeldloses Bezahlen oder ihr bezahlt das hier über diese Apps, was jetzt immer mehr im Kommen ist. Wir haben das auch, diese Apps. Geht wunderbar, der Platzpreis zu entrichten. Und der Platzwart sieht es dann auch, dass wir das bezahlt haben. So stehen wir. Und die kostenlosen Stromsäulen. Viola ruht sich schön aus in der Sonne. Und die kostenlosen Stromsäulen haben wir hier. Jeweils 4 Anschlüsse. Das sind 8. Hier vorne haben wir noch eine stehen. 8, 12, 16 Anschlüsse haben wir hier. Also mehr Wohnmobile passen aber her. 16 Stromanschlüsse haben wir hier zur Verfügung, was im Preis mit inklusive ist. Und hier im Hafen haben wir natürlich auch Rundfahrten, Angelrundfahrten kann man hier buchen für die Ostsee und normale Spaßrundfahrten, also eine ganze Menge. Kann man hier direkt im Hafen buchen. Ihr seht, das ist wie ein Wohnmobilstellplatz eben für Boote. Mit Sonnenbrille heute mal, weil wir genau Richtung Sonne sitzen. Richtig wunderschön. Der Stellplatz ist wunderschön, also für 20 € weitestgehend alles inklusive, sogar inklusive Strom, zwar bloß 100 Watt
sind ca. 4,5, 4,3 Ampere. Das passt aber für uns. Der Stellplatz ist aber voll. Ich zeige euch das mal, wie voll der Stellplatz geworden ist. Hier sehen wir es nochmal, wie voll der Stellplatz geworden ist. Also von hinten bis vor ist voll. Hier haben wir auch einen stehen mit Wohnanhänger und wir stehen hier. Wir haben hier einige, die hier auch den Stellplatz somit nutzen. Da könnt ihr dann mal selber euer Urteil drüber erlauben, ob das okay ist. Schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare, ob ihr das okay findet oder nicht okay findet, wenn das so auf dem Stellplatz, auf einem Wohnmobilstellplatz, der hier privat zur Verfügung gestellt wird, beziehungsweise vom Hafen, Hafenmeisterei oder was das ist. Schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das, was wir jetzt hier sehen, das gehört nicht zum Wohnmobilstellplatz. Ist okay, wenn das mit genutzt wird von Wohnmobilen, aber wir haben jetzt hier einmal ein Fahrzeug mit Dachzelt, dahinter haben wir einen Bus stehen, das ist ja auch noch okay. Aber wird das noch okay finden auf einem Wohnmobilstellplatz? Also ich sage definitiv nein, weil das ist die Ursache dann im Grunde genommen auch davon, dass solche Wohnmobilstellplätze im Grunde genommen geschlossen werden. Ausgeschildert ist der Stellplatz hier mit 11 Wohnmobilen, also wir haben mal zusammengezählt, es passen 16 her. Ich habe mit dem Betreiber gesprochen, der sagt, wir können jetzt hier auch mehr aufnehmen, auch das, was wir hier sehen auf der Parkfläche, das toleriert er noch, aber das gehört normalerweise auf einen Campingplatz und nicht auf einen Wohnmobilstellplatz. Bei uns gibt es heute Fisch. Oh, ich setze mich mal hier rüber. Viola fotografiert das Essen. Also wirklich nicht. Guckt mal an, wie die Viola fotografiert. Habt ihr das gesehen? Warum fotografierst du das Essen eigentlich? Weil es lecker ist. Weil es lecker ist. Fisch. Fisch. Ja, gut. Gut. Und dass ihr mal seht, wie wir stehen, zeigen wir euch das mal.